Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diese Beanie hier ohne Schnittmuster genäht habe. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, für das Projekt benötigt ihr zwei verschiedene Stoffe, und zwar nähe ich hier für den Winter, deswegen wird meine Innenmütze aus schönem Teddyplüsch und für außen habe ich ein French Terry gewählt. Ich habe mir hier bereits ein rechteckiges Stoffstück zurechtgeschnitten, und zwar hat es von der Breite den Kopfumfang plus 2 cm Nahtzugabe und in der Höhe habe ich hier 30 cm gewählt. Das Stoffstück wird jetzt rechts auf rechts übereinander gelegt, also schöne Seite schaut die schöne Seite an und nochmal wie folgt gefalten. Dann gehe ich auf dieser Seite 8 cm nach unten und mache mir dort einen Punkt, und auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche. Anschließend gehe ich dann auf dieser Seite 1,5 cm nach innen und mache mir da auch eine Markierung und verbinde dann hier diese beiden Punkte mit einer Geraden. Auf der anderen Seite mache ich mir bei einem Winkel von 45 Grad eine Markierung bei 5 cm und durch diesen Punkt läuft dann sozusagen meine Rundung. An der gezeigten Markierung wird dann ausgeschnitten. So sollte das dann aussehen, und das nehme ich mir jetzt als Vorlage und kopiere mir das auf meinen Teddyplüsch. So, ihr müsstet dann einen Außenstoff und einen Innenstoff haben, und zwar legen wir jetzt die Spitzen wie folgt übereinander, und zwar rechts auf rechts. Und wir nähen hier alle 4 Spitzen dann mit einem dehnbaren Stich zusammen. So sollte das dann aussehen, und dann nehme ich mir beide Teile, lege diese wieder rechts auf rechts übereinander, also schöne Seite schaut die schöne Seite an, und nähe hier unten an der langen Seite mit einem dehnbaren Stich wieder zusammen. Ja, zwischendrin immer mal wieder darauf achten, dass ihr auch alles bügelt, dann sehen die Nähte schöner aus. Genau, und jetzt ist ja hier unten zusammengenäht. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt legen wir das wie folgt zusammen, und hier bitte schön darauf achten, dass hier auch Naht auf Naht trifft. Anschließend nähen wir hier wieder ringsherum mit einem dehnbaren Stich zusammen. Ich nehme hierfür wieder den Zickzackstich, und an der Innenmütze müsst ihr eine Wendeöffnung von ca. 10 cm lassen. Das Ganze ist nun zusammengenäht. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, dass ich mir die Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten habe, außer natürlich an der Wendeöffnung, dort habe ich sie stehen gelassen. Und jetzt kann das Ganze natürlich gewendet werden. Wenn ihr das Ganze gewendet habt, dann formt alles nochmal schön aus, also alle Ecken. Genau, und dann kann die offene Wendeöffnung geschlossen werden. Ich klappe hierzu die Nahtzugabe nach innen und nähe hier knappkantig mit einem Gradstich rüber. Ja, so sieht dann die fertige Beanie aus. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren und das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.